Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Deutsch lernen mit uns. Hallo auch von mir. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Heute ist Tag 35. Wir lernen ja jeden Tag 15 neue Wörter. Das ist wirklich stark. Genau. Und erinner dich, bis Tag 60 bleiben wir hier auf Niveau A2 und danach gehen wir gemeinsam auf das nächste Level B1. Das schaffen wir zusammen. Bevor wir aber richtig loslegen, noch ein kurzer Tipp für dich. Ja, du kannst nämlich auch die Shadowing-Technik benutzen. Das heißt, wiederhole die Sätze einfach laut nach uns. Wiederholung hilft wirklich sehr beim Lernen. Probier das ruhig mal aus. Einfach laut mitsprechen, das hilft. So, und nun zum heutigen Thema. Also, das Thema für heute ist Grundwortschatz Verkehrsmittel. Speziell für euch, für dich als Deutschlernende auf Niveau A2. Genau. Wir helfen dir heute, 15 wichtige Wörter zu verstehen und anzuwenden, damit du besser über das Reisen und Unterwegssein sprechen kannst. Und wenn wir dann alle 15 Wörter richtig gut und klar erklärt haben, dann erzählen wir euch am Ende noch eine kurze Alltagsgeschichte. So siehst du nämlich, wie die 15 Wörter zusammen funktionieren. Bleib also unbedingt bis zum Ende dran, damit du alles verstehst und gut lernen kannst. Fangen wir doch mal an. Mit den Nomen, also den Substantiven. Das erste Wort ist etwas, das man oft in großen Städten findet. Fährt unter der Erde. Ah, ich weiß, was du meinst. Sicher die U-Bahn. Auf Englisch ist das Subway oder Metro. Richtig. Korrekt, die U-Bahn. In Berlin zum Beispiel, da fahre ich oft mit der U-Bahn zur Arbeit. Das geht meistens ziemlich schnell. Ja, das stimmt. In der Stadt ist die U-Bahn wirklich praktisch. Man steht nicht im Stau, so wie manchmal mit dem Auto. Das stimmt. So, ein anderes Verkehrsmittel. Das fährt nicht unter der Erde, sondern auf dem Wasser. Kennst du das? Auf dem Wasser? Meinst du das Schiff? Englisch Ship oder Boat? Genau, das Schiff. Ich bin mal im Urlaub mit einem großen Schiff gefahren auf dem Meer. Das war echt ein Erlebnis. Oh, das klingt toll. Fahren Schiffe denn nur auf dem Meer oder auch woanders? Naja, es gibt die großen Schiffe fürs Meer, klar. Aber kleinere Schiffe, die fahren auch auf Flüssen oder Seen. Man kann zum Beispiel eine Schiffstour machen, so auf der Donau oder so. Interessant. Also, jetzt haben wir unter der Erde, auf dem Wasser. Was ist mit der Luft? Wie reist man da schnell? Tja, dafür brauchen wir das Flugzeug. Auf Englisch sagt man Airplane oder Plane. Das Flugzeug. Ah ja. Mit dem Flugzeug kann man ja weite Strecken zurücklegen. Zum Beispiel in ein anderes Land fliegen. Richtig. Das Flugzeug fliegt sehr hoch und ist oft das schnellste Verkehrsmittel, jedenfalls für lange Distanzen. Okay, also U-Bahn, Schiff, Flugzeug, das sind eher die größeren Sachen. Was gibt's denn für kurze Wege in der Stadt? Sowas Modernes, was man oft mieten kann. Da fällt mir sofort der Scooter ein. Oft auch E-Scooter genannt. Englisch ist ja auch Scooter oder E-Scooter. Ah ja, der Scooter. Stimmt, die sieht man jetzt ja wirklich überall in den Städten. Sind praktisch für die letzte Meile, sozusagen. Das stimmt. Also man kann schnell von der U-Bahn-Station nach Hause fahren, aber man sollte schon vorsichtig sein, ja? Besonders wenn viel los ist. Guter Hinweis, stimmt. Und nun zum wohlbekanntesten Verkehrsmittel. Das, was viele Leute täglich nutzen. Ich denke, du meinst das Auto. Auf Englisch Car. Genau, das Auto. Ja, sehr viele Menschen haben ja ein eigenes Auto. Oder nutzen Carsharing. Ja, das Auto ist halt flexibel. Man kann damit zur Arbeit fahren, klar, oder einkaufen, Ausflüge machen. Besonders wenn man vielleicht ein bisschen außerhalb der Stadt wohnt. Super, das waren die 5 Nomen für heute, also die U-Bahn, das Schiff, das Flugzeug, der Scooter und das Auto. Genau. Kommen wir jetzt zu den Verben, also Wörter, die eine Tätigkeit beschreiben. Das erste ist ganz zentral für unser Thema heute. Fahren. Fahren. Auf Englisch? To drive oder to ride. Da muss man beim Perfekt aufpassen, oder? Das ist doch mit sein. Ganz genau, sehr gut aufgepasst. Das Perfekt von fahren bildet man mit sein. Ist gefahren. Ein Beispiel wäre, gestern bin ich mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Ah, okay. Fährst du oft Fahrrad? Ja, also wenn das Wetter gut ist, schon. Hält fit. Und du? Bist du am Wochenende weggefahren? Ja, ich bin zu meinen Eltern gefahren. Also man kann mit dem Auto fahren, mit dem Bus fahren,
mit dem Zug fahren. Aber Moment, was macht man mit einem Flugzeug? Man sagt ja nicht Flugzeug fahren, richtig? Richtig beobachtet. Genau. Mit einem Flugzeug, da kann man fliegen. Englisch to fly. Fliegen. Und wie ist da die Perfektform? Auch mit sein. Ja, auch mit sein. Das Perfekt ist geflogen. Zum Beispiel, wir sind letzten Sommer nach Italien geflogen. Okay, ist geflogen. Fliegen ist oft schneller, klar, aber manchmal auch teurer als fahren. Und vielleicht nicht immer die beste Option für die Umwelt, oder? Das ist ein wichtiger Punkt, absolut. Naja, egal ob man jetzt fährt oder fliegt, öffentliche Verkehrsmittel wie Busse oder Bahnen, die müssen ja manchmal anhalten. Das Verb dafür ist halten. Halten. Englisch to stop. Und das Perfekt hier. Ist das mit haben? Hier brauchen wir haben, genau. Das Perfekt von halten ist? Hat gehalten. Ein Beispiel? Der Bus hat genau an meiner Haltestelle gehalten. Ah, okay. Halten hat gehalten. Das ist wichtig, ja, damit Leute ein- und aussteigen können. Genau. Und bevor eine Reise losgeht, egal ob mit dem Zug, dem Auto oder dem Flugzeug, muss es ja erstmal losgehen. Das Verb dafür ist? Das ist starten. Englisch to start oder auch to take off für Flugzeuge. Richtig, starten. Beim Perfekt muss man hier ein bisschen aufpassen. Es gibt nämlich zwei Möglichkeiten, je nachdem, was startet. Oh, okay, erzähl mal. Wie unterscheiden die sich denn? Also, wenn wir von einer Reise sprechen oder einem Flugzeug, das abhebt, dann benutzen wir sein, ist gestartet. Zum Beispiel, unser Flugzeug ist pünktlich gestartet. Okay, die Reise ist gestartet. Verstanden. Und die andere Form? Wenn wir meinen, dass jemand einen Motor anmacht, zum Beispiel im Auto, dann benutzen wir haben, hat gestartet. Beispiel. Er hat den Motor gestartet, dann sind wir losgefahren. Verstanden. Also, das Flugzeug ist gestartet, aber ich habe den Motor gestartet. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, gut zu wissen. Sehr gut. Und logischerweise, wenn etwas startet, muss es ja auch irgendwo enden. Was ist das Gegenteil von starten, wenn die Reise vorbei ist? Das ist ankommen. Englisch to arrive. Das ist ein trennbares Verb, stimmt's? Ankommen. Ich komme an. Perfekt erklärt, genau. Und das Perfekt bilden wir wieder mit sein. Ist angekommen. Ein Beispiel. Nach einer langen Fahrt sind wir endlich zu Hause angekommen. Super. Ankommen ist immer ein gutes Gefühl nach einer Reise, finde ich. Absolut. So, fassen wir die Verben noch mal kurz zusammen. Fahren ist gefahren, fliegen ist geflogen, halten hat gehalten, starten ist oder hat gestartet und ankommen ist angekommen. Das waren jetzt schon 10 Wörter. Wow. Zeit für eine kurze Erinnerung zwischendurch, würde ich sagen. Ja, genau. Wenn dir dieses Video, diese Folge hier gefällt und du findest, dass es dir beim Lernen hilft, dann, ja, abonnier doch bitte unseren Kanal und gib uns einen Daumen nach oben. Ja, das würde uns wirklich sehr freuen. Und es motiviert uns natürlich auch weiterzumachen. So, und jetzt machen wir weiter mit den letzten 5 Wörtern für heute. Das sind Adjektive, also Wörter, die beschreiben, wie etwas ist. Das erste ist nah. Nah. Englisch. Near oder close. Genau. Ein Beispiel. Die Bäckerei ist ganz nah. Ich kann also zu Fuß hingehen. Das ist praktisch. Wenn etwas nah ist, braucht man oft gar kein Verkehrsmittel. Richtig. Und wenn man zu Fuß geht oder mit dem Rad fährt, weil etwas nah ist, dann ist das ja auch gut für die Umwelt. Und das bringt uns direkt zum nächsten Wort. Umweltfreundlich. Umweltfreundlich. Ah, das ist ein wichtiges Wort heutzutage. Englisch. Environmentally friendly. Ja, sehr wichtig. Umweltfreundlich beschreibt Dinge, die gut für unsere Natur sind halt. Fahrradfahren ist zum Beispiel sehr umweltfreundlich. Stimmt. Oder mit dem Zug fahren ist ja meistens auch umweltfreundlicher, als mit dem Auto oder dem Flugzeug zu reisen. Genau. So, beim Thema Flugzeug hatten wir ja vorhin gesagt, sie fliegen schnell. Aber sie fliegen auch sehr, Sehr hoch. Klar. Englisch, high oder tall. richtig, hoch. Man kann sagen, die Berge in den Alpen sind sehr hoch. Oder eben, das Flugzeug fliegt hoch über den Wolken. Okay. Das Gegenteil wäre dann niedrig oder tief, ne? Korrekt, wenn wir jetzt wieder an die Stadt denken, da ist es ja oft nicht hoch in der Luft, sondern unten auf der Straße sehr dicht. Dicht. Englisch.
Dense oder crowded. Was bedeutet das genau in Zusammenhang mit Verkehr? Dicht. Also man spricht oft von dichtem Verkehr. Das heißt einfach, es sind sehr viele Autos auf der Straße. Es geht nur langsam voran, ja, oft gibt es Stau. Der Verkehr ist dann dicht. Ah, verstehe. Dichter Verkehr bedeutet also Stau und Warten. Nicht so schön. Nee, nicht wirklich. Und wo oft dichter Verkehr ist, zum Beispiel in Innenstädten, da sind die Straßen und Plätze meistens auch sehr belebt. Belebt. Englisch. Lively oder busy. Genau. Eine belebte Straße oder ein belebter Platz bedeutet, dass dort einfach viele Menschen unterwegs sind, viel los ist. So Einkaufsstraßen am Samstagnachmittag sind oft sehr belebt. Okay, also belebt heißt viele Menschen, viel Aktivität. Verstanden. Umweltfreundlich, hoch, dicht und belebt. Klasse. Damit haben wir alle 15 Wörter für heute durch. Die U-Bahn, das Schiff, das Flugzeug, der Scooter, das Auto. Dann die Verben fahren, fliegen, halten, starten, ankommen. Und die Adjektive. Nah, umweltfreundlich, hoch, dicht, belebt. Puh. Ja, und wie am Anfang versprochen, kommt jetzt noch eine kleine Geschichte, in der wir versuchen, all diese Wörter zu verwenden. Hör gut zu, ob du sie erkennst. Super. Ich bin gespannt. Leg los. Okay, also die Geschichte handelt von Anna. Anna wohnt ziemlich nah am Bahnhof. Das ist sehr praktisch. Sie möchte ihre Freundin besuchen, aber die wohnt ziemlich weit weg. Anna überlegt, soll sie mit dem Auto fahren? Eher nicht. In der Großstadt ist der Verkehr ja oft sehr dicht und sie findet Autofahren auch nicht besonders umweltfreundlich. Ja, das ist eine vernünftige Überlegung von Anna. Was macht sie stattdessen? Sie entscheidet sich, mit dem Zug zu fahren. Der Zug startet pünktlich am Morgen. Während der Fahrt hält der Zug an einigen Bahnhöfen, damit andere Reisende ein- und aussteigen können. Die Stadt, in der ihre Freundin wohnt, ist sehr schön und ziemlich belebt, besonders im Zentrum. Das klingt nach einer guten Reisealternative. Wirklich. Ja, das findet Anna auch. Sie kommt am Nachmittag pünktlich am Zielbahnhof an. Ihre Freundin wartet schon auf sie. Für die letzten Kilometer bis zur Wohnung ihrer Freundin nehmen die beiden die U-Bahn, das geht am schnellsten. Anna erinnert sich, dass sie früher schon einmal mit dem Flugzeug zu ihrer Freundin geflogen ist. Das war zwar schnell und das Flugzeug fliegt ja sehr hoch, aber dieses Mal genießt sie die entspannte Zugfahrt. Ein Schiff kommt für diese Reise natürlich nicht in Frage. Aber Anna hat eine Idee. Vielleicht mietet sie morgen einen Scooter, um die belebte Stadt ein wenig auf eigene Faust zu erkunden. Das ist eine schöne Geschichte, ja. Da sieht man gut, wie die Wörter in einem normalen Kontext benutzt werden. Das hilft sicher beim Verstehen. Das hoffe ich doch. So, das waren sie also, unsere 15 Wörter zum Thema Verkehrsmittel für heute, Tag 35. Wir hoffen, diese Erklärungen und die Geschichte haben dir geholfen. Und jetzt bist du dran. Genau. Schreibt bitte eure Sätze mit diesen Wörtern in die Kommentare unten. Versucht mal, eigene Beispiele zu finden. Wir schauen sie uns sehr gerne an. Und wir sagen es gerne noch einmal. Bitte abonniert den Kanal und wenn es euch gefallen hat, ja, gebt uns doch einen Daumen nach oben. Das ist eine tolle Unterstützung für uns, wirklich. Und vergesst nicht, das Thema von morgen ist auch ein sehr spannendes Thema, Lebensmittel. Oh ja, Lebensmittel. Ein sehr wichtiges Thema. Da sprechen wir über wichtige Wörter für Essen, Trinken, Einkaufen. Das braucht man ja quasi jeden Tag. Also bleibt unbedingt dabei, es wird sich lohnen. Für heute sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, mach's gut und lerne fleißig weiter. Bis morgen.